Hallo, ich bin Petra von Petra Likes Cooking und freue mich, dass ihr wieder hier bei mir in meiner Küche seid. Heute gibt es ein niedrig gegartes Kalbsfilet und dazu in Butter gebratene Salbeiblätter. Zuerst gibt es wie gewohnt die Zutatenliste, dann den detaillierten Arbeitsablauf und danach die kurze Zusammenfassung. Im Anschluss gibt es wie immer, wie gewohnt, auch noch ein paar Outtakes. Für 4 Personen brauchen wir 800 bis 900 Gramm Kalbsfilet, 30 Blätter Muscatella-Salbei, 120 Gramm Butter, Salz, Telly-Cherry-Pfeffer aus der Mühle, hocherhitzbares Öl zum Braten. Der Backofen muss vorgeheizt werden, und zwar auf 80 Grad. Und in den Backofen kommt direkt schon die Auflaufform rein, wo wir dann das Kalbsfilet nachher reinlegen, damit es schon mal temperiert ist. Ich habe hier ein schönes Stück Kalbsfilet liegen. Das sind so circa 800 Gramm und das muss ich erstmal parieren. Parieren heißt ja, das wisst ihr ja, von Sehnen und Haut befreien. Versucht dabei auch nicht zu viel von dem Fleisch wegzuschneiden, sondern wirklich nur die Sehnen und die Haut abzuziehen. So, das reicht eigentlich schon. Ja, hier vielleicht noch so ein bisschen was. Das, was ihr abgeschnitten habt, die Parüren, schmeißt die nicht weg, sondern bewahrt die auf, dann kann man nämlich hinterher noch eine schöne Soße draus machen. Das gibt so ein schönes Aroma. Das Kalbsfilet ist jetzt fertig pariert und es wird jetzt angebraten. Zum Braten vom Kalbsfilet nehmt ihr bitte eine ausreichend große Pfanne, damit auch wirklich viel Luft drumherum ist, damit es auch richtig schön scharf angebraten wird und nicht vor sich hin kocht. Ich habe jetzt hier eine richtig schöne große Pfanne. Die benutze ich immer sehr gerne dafür. Jetzt wird die erstmal schön heiß gemacht. Dann kommt erhitzbares Öl rein, entweder Sonnenblumenöl oder Rapsöl, je nach Pfannengröße ein bisschen mehr. Dann wird das auch schön verteilt. Richtig schön heiß werden lassen. Und wenn ihr seht, wenn das Öl so richtig fast wie Wasser aussieht, beziehungsweise schon anfängt so leichte Wellen in der Pfanne zu bilden, dann ist es richtig schön heiß und dann könnt ihr auf das Fleisch rein. Auch könnt ihr mit einem Holzstiel arbeiten, indem ihr einfach einen Holzstiel hier reinhaltet. Dann sieht man auch, wie es anfängt zu brutzeln. Und jetzt schnell das Fleisch rein. Das wird jetzt so circa insgesamt 3 bis 4 Minuten angebraten, und zwar von allen Seiten. Und erstmal schön auf der einen Seite schön, bis es braun ist, anbraten lassen. Es soll ja Röststoffe bekommen. Das schmeckt ja nachher umso intensiver und umso besser. Jetzt auch schön auf die Seite drehen, weil es soll ja von allen Seiten angebraten werden. Jetzt auch noch auf die letzte Seite drehen. Oh, das duftet schon wieder so gut. Je nachdem müsst ihr das Fleisch dann auch auf der Seite, wenn ihr es auf der letzten Seite anbraten, noch ein bisschen festhalten. Nicht, dass es ansonsten umkippt. Dann natürlich auch an der Stirnseite. Und auch von der letzten Seite her. So, wenn alles schön angebraten ist, legen wir es an die Seite. Machen wir die Herdplatte aus. Jetzt holen wir die Auflaufform aus dem Backofen. Und jetzt kommt das Fleisch in die Auflaufform. Jetzt wird es erstmal schön gepfeffert. Da kann ich einen richtig schönen Telly-Cherry-Pfeffer empfehlen. Der ist besonders aromatisch und ich finde, der passt hervorragend zu dem Kalbfleisch. Nun kommen die 60 Gramm Butter zum Einsatz. Daraus mache ich kleine Butterflöckchen und lege sie schon mal auf das Fleisch drauf. Aber noch nicht die komplette Butter verbrauchen, die kommt nämlich gleich auch noch auf die Salbeiblätter. Dann nehmen wir uns ein paar Salbeiblätter, legen sie oben drüber.
Jetzt schön die restliche Butter verteilen. Nun wird das Thermometer eingestochen an der dicksten Stelle. Und jetzt kommt alles in den Backofen. Jetzt bleibt es nur noch abzuwarten, bis das Fleisch eine Kerntemperatur von 60 Grad erreicht hat. Dann ist es nämlich auch schon fertig. Die Kerntemperatur von 60 Grad ist erreicht. Jetzt können wir das Kalbsfilet aus dem Backofen holen. Jetzt wird das Kalbsfilet noch gesalzen. Und dann decken wir es mit Alufolie ab. Das Fleisch ruht deshalb, damit nicht sofort beim Aufschneiden alle Säfte austreten, die sich im Fleisch befinden, sondern damit die sich noch ein bisschen sammeln können und wir dann auch das volle Geschmackserlebnis haben. Je höher die Kerntemperatur bei so einem Braten ist und je größer das Fleisch ist, umso länger muss es natürlich auch ruhen. Bei unserem Fleisch dauert es nicht allzu lange, es sind nur ein paar Minuten, aber die Zeit können wir jetzt gut nutzen, um unsere Salbeiblätter zu braten. Dazu eine Pfanne auf den Herd stellen, Butter hineingeben und die Butter auf halber Hitze, auf halber Höhe erhitzen. Da wirklich gut darauf achten, dass es nicht zu heiß wird, weil die Butter soll ja auch nicht verbrennen. Und dass ihr ausreichend Butter drin habt, legt gegebenenfalls gerne noch ein Klötzchen nach, dass ihr noch genug Butter drin habt, dass die Salbeiblätter auch komplett mit von Butter umhüllt sind. So, dann holen wir uns die Salbeiblätter. Die hatte ich im Vorfeld schon abgewaschen und auch wieder abgetrocknet. Und sobald die Butter jetzt hier geschmolzen ist, lege ich die Salbeiblätter hinein. Einfach schön reinlegen, auf die Butter schön nebeneinander, dass sie nicht übereinander liegen. Wie viele Salbeiblätter ihr dabei benutzt, liegt letztendlich an euch. Bei uns werden diese gebratenen Salbeiblätter geliebt, von daher gucke ich, dass ich so viel wie möglich immer in die Pfanne bekomme. Dann können wir auch schon langsam umdrehen. Ein bisschen brauchen sie noch. Soll ja auch ein bisschen knusprig werden. Wenn ihr merkt, dass sie auch schon so eine leichte gelblich-goldene Farbe annehmen, dann könnt ihr sie schon rausnehmen und auf einen Teller legen. Im Anschluss werden sie dann noch mit Salz überstreut. Ihr merkt dann auch schon beim Rausnehmen, wie knusprig sie geworden sind. Und auch hier, was für ein tolles Aroma hier jetzt aufsteigt. Herrlich. Übrigens habe ich deshalb Muscatella-Salbei in meiner Kräuterspirale. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Salbei nehmen. Aber ich finde, dieser Muscatella-Salbei, der hat noch so eine besondere Würze. Der ist besonders aromatisch und den mag ich da sehr gerne. Und jetzt kommt der Abschluss von dem Salbei. Damit der fertig ist, brauchen wir noch ein kleines bisschen Salz. Es hat jetzt lang genug geruht. Jetzt können wir es anschneiden. Wird angeschnitten. Schaut euch das an, diese tolle Farbe. Ich würde euch gerne etwas von dem Duft rüber schicken. Und jetzt können wir anrichten. Jetzt geht's ans Probieren. Oh, ist das Fleisch zart.
hier beim Anschneiden total genial. Dann mit einem Salbeiblatt dazu. Ich mache gespannt. So genial. Das super saftige Fleisch mit seinem zarten Aroma. Das krosse Salbeiblättchen dazu. Einfach nur total genial. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert mich und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr auch die nächsten Gerichte mit. Viel Spaß beim Nachmachen! Kalbsfilet 1 Stunde vorher aus dem Kühlschrank nehmen. Backofen mit einer Auflaufform darin auf 80 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Pfanne erhitzen, Öl hineingeben. Wenn das Öl schön heiß ist, das Kalbsfilet in 3 bis 4 Minuten rundum anbraten, bis es goldbraun ist. Das angebratene Filet in die vorgewärmte Auflaufform geben und mit Pfeffer würzen. Butterflöckchen auf das Fleisch legen, Salbeiblätter darüber legen und mit Butterflöckchen abschließen. Auf die mittlere Schiene im Backofen stellen und ca. 1,5 Stunden bis zu einer Kerntemperatur von 60 Grad garen. Fleisch aus dem Ofen nehmen, salzen und mit Alufolie abgedeckt ruhen lassen. In der Zwischenzeit in der Pfanne bei mittlerer Hitze Butter schmelzen. Nicht zu heiß, die Butter soll nicht schwarz werden. Die Salbeiblätter nebeneinander in die Pfanne legen und von beiden Seiten anbraten. Wenn sie goldbraun sind, auf einen Teller legen und mit ein wenig Salz bestreuen. Fleisch in dünne Scheiben schneiden. Gemeinsam mit den Salbeiblättern anrichten. Und nach Belieben mit Telly-Cherry-Pfeffer vollenden. Lasst es euch schmecken. Ein Gedicht. Nein, das wollte ich doch nicht sagen. Warum sage ich es dann? Und dazu gibt es... Und ich muss die Tür aufmachen. Die Salbeiblätter sind aus meiner Kräuterspirale. Von meiner. Zuerst. Das ist wieder so schwer jedes Mal. Jetzt holen wir die vorgewärmte Auflaufform aus der Heizung, aus dem Backofen. Je höher die Kerntemperatur war, umso länger braucht man... Ich habe echt Moment. Okay, ich war gerade am Überlegen. Ich habe doch gar nicht kurz gesagt.